got me stone cold. Herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland. Ich befinde mich hier gerade auf unserer neuen Brücke, die jetzt endlich da ist. Wir haben Ewigkeiten darauf gewartet, ganz lange geplant und jetzt wird sie endlich eingebaut. Und wir befinden uns jetzt mitten in der Planungsphase, wie wir quasi den alten Speicher und den neuen Speicher verbinden, beziehungsweise wie wir die alte Welt und die neue Welt mit einer weiteren Landschaft verbinden können, damit wir trotzdem noch die weltgrößte Modelleisenbahn sind. Und wir wollen natürlich auf der Brücke auch Eisenbahnfahren haben. Dementsprechend müssen wir uns da wirklich was überlegen, wie wir das gut umsetzen können. Und natürlich auch die Welt von oben zeigen. Denn wir haben uns überlegt, wir zeigen die Welt von oben hier auf der Brücke. Sprich, ihr kriegt quasi das Gefühl, als würdet ihr mit einer Drohne über die Welt fliegen und wirklich alles von oben sehen. Wir fangen an, nochmal wieder im Anschluss an die Provence, dass wir ein Lavendefeld aufnehmen. Es gibt Reisfelder, es gibt Salzwüste und all solche Geschichten. Und da sind wir gerade dabei, das zu planen und dann auch bald umzusetzen. Genau, und zum Thema Umsetzung kann ich euch sagen, das ist gar nicht so einfach, denn wir haben hier auf der Brücke nur 40 cm Platz. Wir dürfen nicht wirklich groß in die Höhe gehen, denn die Speicherstadt ist Weltkulturerbe und die Brücke verbindet quasi diese zwei Speicher hier und soll möglichst unauffällig sein. Also soll gläsern sein, man soll durchgucken können und von außen nicht großartig erkennen, dass hier irgendwie eine Landschaft oder eine Modelleisenbahn ist. Das Problem ist, dass wir halt nur diesen Schacht von 40 cm haben und wir einfach schauen müssen, dass wir das umsetzen können. Ne? Also vom Maßstab her wollen wir natürlich eigentlich 1:87 bauen, aber wir haben recht wenig Platz. Dementsprechend skippen wir manchmal ein bisschen vielleicht in Richtung 1:100, um einfach ein bisschen mehr diesen Blick von oben verstärken zu können. Denn klar, wenn Sachen kleiner sind, wenn man von oben runter guckt, sieht es halt noch beeindruckender aus. So, das war jetzt alles ganz schön theoretisch und wie wir das jetzt angefangen haben umzusetzen, seht ihr jetzt. Got me stone cold. Das Problem grundsätzlich bei diesem Abschnitt auf der Brücke ist nicht nur, was setzen wir um und wie können wir das umsetzen, sondern eigentlich das Hauptproblem ist, dass wir hier einen starren Gebäudeteil mit einem anderen Gebäudeteil, der auch starr ist, mit einer Brücke verbinden, die flexibel ist. Und das ist zum einen das Problem, also wenn hier eine Person rüberläuft, dann merkt man das schon. Wir können das mal machen. Also ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, das war jetzt auch nicht so synchron. Aber das ist zum einen ein Problem, also die Züge brauchen ja eine gewisse Ruhe, dass die nicht aus der Bahn springt, das müssen wir also gewährleisten. Auch das Gleis arbeitet ja, das ist ja Metall, logischerweise arbeitet das recht immens. Die haben das ausgerechnet, 2 cm sind das wohl insgesamt auf die ganze Strecke. Das hört sich erstmal wenig an, aber 1 mm ist da schon zu viel. Bei den anderen Sachen ist es halt auch so, bei den Holzelementen, die dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, weil hier auf der Brücke haben wir halt eine immense Sonneneinstrahlung. Dadurch sehr hohe Temperaturen hier auf der Brücke. Dann haben wir gleichermaßen im Winter sehr, sehr niedrige Temperaturen hier wegen Klima und Heizung. Das ist natürlich hier auf der Brücke alles so ein bisschen offener als im geschlossenen Gebäude. Also eine Temperaturkonstante kriegen wir da nicht so gut hin. Ja, auf den Gleisen soll später auch ein Hochgeschwindigkeitszug fahren. Dieser Zug kann umgerechnet 800 km/h fahren, wobei wir wahrscheinlich eher auf die 600 km/h gehen werden. Damit wir so schnell fahren können, haben wir Märklin-Gleise verwendet. Das ist eigentlich nicht Standard in unserer Anlage. In der Regel haben wir Rocco-Gleise, aber die Märklin-Gleise haben den Vorteil, dass sie Dreileiter sind und der mittlere Bereich zwischen den Gleisen besteht auch aus Metall. Und dadurch können Magnete eingesetzt werden, um mehr Grip für den Zug zu bekommen, wenn er so schnell durch die Strecke durchfährt, dass er nicht entgleist. Also das ist der Hintergrund. Es wurde entschieden, dass wir die Strecke zweigleisig fahren mit einer Oberleitung, was natürlich massig Bauraum auch ist. Also ich kann das ja mal kurz zeigen. Das hier ist unser Staudamm und das ist hier der Querschnitt von dem zweigleisigen Bahnbereich. Und ja, das Ding, der Bereich geht uns im Grunde, das ist unsere Breite, die wir Anlage bauen können und der Bereich geht natürlich verloren für Landschaft. Okay, jetzt folgen wieder mal ein paar Baubilder, alles schön im Zeitraffer, damit ihr auch ein bisschen seht, wie das entstanden ist. Got me stone cold.
Anderes großes Problem ist natürlich die Verkabelung von der Trasse an sich. Normalerweise können wir halt überall auf der Anlage von unten ran und die Kabel einfach durchfädeln und dann von unten Strom legen. Das geht hier nur nicht, weil wir nach unten sehr begrenzt sind. Das ist nur darum gemündet, dass wir die Elemente, die dann an der Seite kommen, wo wir dann unsere Landschaft darstellen, alle rausnehmbar machen müssen, sodass man da von der Seite rankommt und die Gleise verkabeln kann. Das ist natürlich alles ein bisschen knifflig. Das hat aber auch noch einen anderen Grund. Dadurch, dass wir hier direkte Sonneneinstrahlung haben durch diese großen Glasscheiben, bleichen halt die Farben total schnell aus. Und wir rechnen damit, dass wir also relativ oft diese Dinge nachfärben oder auffrischen müssen, so, weil die halt einfach ausbleichen. Und um das so ein bisschen komfortabler zu machen und auch im laufenden Betrieb quasi machen können, also wenn hier Leute vorbeilaufen und du bist da am Arbeiten, das geht halt schlecht und deswegen haben wir uns dazu entschieden, alles modular und draußen über zu machen, um das dann in der Werkstatt quasi machen zu können. Zur Recherche kann ich sagen, dass wir die Brücke so ein bisschen unterteilt haben. Im ersten Drittel haben wir erstmal so einen europäischen Teil. Der ist zwar nicht realitätsgetreu, also die Szenen, die aneinander grenzen, sind nicht in echt so auf der Welt, aber wir finden es halt, dass es tolle Bilder sind. Und das geht los, dass wir Lavendelfelder haben, nochmal, aber so ein sattes Lavendelfeld von oben, wo nur ein Haus drauf steht, so dieses typische Fotomotiv. Dann haben wir Rapsfelder, wir haben Weizenfelder, wir haben einen alten Telefonzellenfriedhof aufgenommen. Da sind gelbe und pinke Telefonzellen drauf, sieht auch super geil aus von oben. Genau, und dann fahren wir nochmal so durch so eine Art holländischen Teil, wo ganz viele Tulpenfelder sind mit Grachten, einer Windmühle. Und dann endet quasi so der europäische Teil an einem Deich. Der Zug fährt da rein, fährt dann unter Wasser lang. Das Wasser ist dann ein bisschen höher als der Rest der Landschaft, aber ich finde, das kann man bei Holland ganz gut umsetzen oder legitimieren. Und genau, dann haben wir Wasser, da zeigen wir irgendwie eine karibische Insel, ein riesiges Containerschiff, was quer da durchkreuzt, Eisschollen, Eisberge. Und dann kommt hinten am Ende ein Staudamm, da fährt der Zug wieder unten raus und dann sind wir quasi auf einem ganz anderen Kontinent. Dann geht's los mit Reisfeldern, Salzfelder, Salzwüste, Kamele, die irgendwo eine Düne hochlaufen, all solche Geschichten. So, jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommen, was wir schon gebaut haben. Wir befinden uns aber immer noch in der Ideenfindungsphase. Also falls ihr eine geile Idee habt oder irgendein cooles Foto von oben, schreibt es in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall offen für Ideen und Feedback und vielleicht können wir es ja sogar umsetzen. Das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Got me stoned.